women can't lead. Women can't win. They will always be outsmarted and outmuscled. You were wrong. There is something more dangerous in this world than a humiliated man. A nasty woman. Von jetzt an sollte man im Iran sagen, er kämpft wie eine Frau, wie eine iranische Frau. Das hat Enissa Amani zu den Aufständen im Iran gepostet und was sie damit meint, ist das hier. Die Frauen im Iran riskieren ihr Leben für ihre Freiheit. Es gibt gerade so viele Videos, wie sie sich aus Protest die Haare abschneiden, Kopftücher verbrennen als Zeichen des Protests, bewusst ohne Kopftuch auf die Straße gehen, trotz strenger Kleidervorschriften. Und dabei ist ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten: What's happening in Iran right now is not a fight against religion. It is not a fight against Islam. It is a fight for freedom. Und für diese Freiheit gehen gerade tausende Menschen auf die Straßen mit Protestrufen wie Tod dem Diktator oder Wir wollen keine islamische Republik. Was da gerade passiert, Leute, ist verdammt groß. Und losgetreten wurde das durch den Tod der 22-jährigen Gina Mahsa Amini. Sie wurde am 13. September von der Moralpolizei festgenommen, weil zu viel von ihren Haaren zu sehen gewesen sein solle. Damit habe sie gegen die strengen islamischen Kleidervorschriften dort verstoßen. Kurze Zeit später stirbt sie, und zwar im Polizeigewahrsam. MenschenrechtsaktivistInnen sagen, dass sie einen tödlichen Schlag auf den Kopf bekommen haben soll. Die Polizei weist das zurück und spricht von Herzversagen. Ihr Vater sagt, dass das gar nicht sein kann, weil sie keine Herzprobleme hatte. Und auch die Klinik, in der sie behandelt wurde, hat gepostet, dass sie schon bei der Aufnahme hirntot gewesen sein soll. Der Post ist aber mittlerweile gelöscht. Das Ganze unabhängig zu prüfen, ist also super schwierig. Dazu wurde das Internet stark eingeschränkt. Dabei ist Social Media eine der wenigen Waffen der Protestbewegung, die überhaupt einen Einblick in die Lage im Land ermöglicht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in mir hat das ein gewisses Pflichtgefühl ausgelöst. Eine Angst, nicht genug dazu zu posten, Fragen wie, was kann und soll man alles dazu teilen und wie viel? Und bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich zu wenig oder nichts dazu poste? Warum wir mit solchen Fragen ganz schnell das Wesentliche aus den Augen verlieren können, haben meine Kollegin Shannon und ich uns mal für dieses Video genauer angeschaut, was Social-Media-Aktivismus wirklich bringt, aber auch, wie es überhaupt zu der aktuellen Lage im Iran gekommen ist. Vorab erstmal, die Aufnahmen, die es ins Netz geschafft haben, das, was Menschen auf der ganzen Welt gerade dazu solidarisch posten und die Proteste, ich krieg davon richtig Gänsehaut. Also wenn das, was gerade da abgeht, nicht zu 100% Brust-raus-Momente sind, dann weiß ich auch nicht. Also mehr Brust raus geht meiner Meinung nach nicht. Und das inspiriert gerade so viele Leute, denn nicht nur im Iran gehen tausende Menschen auf die Straße, sondern auf der ganzen Welt. Die Menschen protestieren gegen die Regierung, gegen die Moralpolizei, gegen die Kleidungsvorschriften und gegen die systematische Diskriminierung von Frauen. Und ich meine, allein das Wort Moralpolizei klingt irgendwie schon gruselig. Und wogegen diese Moralpolizei schon gewaltsam vorgeht, sieht man zum Beispiel in diesen TikTok-Videos, die auf den Tod von Gina Mahsa Amini anspielen. Seit der Islamischen Revolution 1979 gelten nämlich strenge Kleidervorschriften. Dazu gleich noch mehr. Besonders in Metropolen sehen Frauen die Regeln aber mittlerweile eher locker und tragen ihr Kopftuch zum Beispiel nur am Hinterkopf, sodass man die Haare vorne halt sieht. Und die sehr konservativen Politiker finden das gar nicht gut. Da versucht die Regierung, die islamischen Gesetze strenger durchzusetzen. Und die Moralpolizei setzt die Kleidervorschriften teils auch mit Gewalt durch. Bei den aktuellen Protesten sieht das nicht anders aus. Es kursieren Videos rum, in denen man sieht, wie Polizisten auf Menschen schießen, brutale Szenen, wo Sicherheitskräfte eine Frau gegen den Bordstein schleudern und mit dem Gewehrkolben auf sie einschlagen. Und diese Videos decken sich beispielsweise mit dieser Sprachmemo, die eine Iranerin ans ARD-Studio Istanbul geschickt hat. Es ist so gefährlich. Ich habe Angst, verhaftet zu werden, Angst, getötet zu werden. Sicherheitskräfte haben uns geschlagen, uns verfolgt, sie haben Tränengas und Pfefferspray gesprüht. Ich habe gesehen, wie sie jemanden mit Schlagstöcken den Schädel eingeschlagen haben. Und allein für diese Sprachmemo riskiert sie schon so viel, weil das oft schon
ausreicht, dass die Sicherheitskräfte einen dann abholen. Trotz dieser Gefahren und Ängste gehen die Leute weiter auf die Straße. Und auch die Menschen, die diese Videos drehen, begeben sich damit krass in Lebensgefahr. Laut der Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights sollen mindestens 76 Protestierende von Sicherheitskräften getötet worden sein, zumindest zu dem Zeitpunkt, in dem wir hier gerade dieses Video aufnehmen. Und diesen Leuten gibt zum Beispiel die iranisch-amerikanische Journalistin Masih Alinejad hier auf Twitter auch ein Gesicht und nennt sie beim Namen. Außerdem sollen mehr als 1200 Menschen festgenommen worden sein. Und auch von Seiten der Demonstrierenden aus bleibt es nicht nur beim friedlichen Haare abschneiden oder Kopftuch verbrennen. Aber es gibt auch Gegendemos von Leuten, die pro Regierung und gegen die Proteste sind. Denn nicht wenige haben Angst vor einem Dominoeffekt, wenn die Kleiderregeln für Frauen gelockert werden. Ich meine, oh nein, dann könnten Menschen ja mehr Rechte bekommen und sogar menschenwürdig leben. Und dann sind wir hier an unserem Handy, sehen das alles, haben so etwas selbst noch nie erlebt und fragen uns, oh nein, was soll ich jetzt alles dazu posten? denn während wir vielleicht Angst haben, nicht genug zu posten, haben die Menschen im Iran gerade Angst um ihr Leben. Und wenn wir uns aber nur damit beschäftigen, welcher Supportive Post gerade gut ausschaut im Feed und dann im Zweifel später den schwarzen Kasten wie bei Black Lives Matter löschen, weil sieht ja nicht ästhetisch aus, dann hat man das Wesentliche komplett aus den Augen verloren. Hier spricht man auch von Performative Activism, wenn man nur aktivistisch ist, um sich selbst gut darzustellen, aber nicht aus Hingabe zur Sache. Bestes Beispiel sind Unternehmen, die im Pride Month die LGBTQ+-Flagge auf ihr Logo packen, um ihr Image zu pflegen, aber sich sonst nicht für Rechte von queeren Menschen einsetzen. Und sie gerade da nicht unterstützen, wo ihnen die Todesstrafe droht. Allerdings ist es wie bei vielen anderen Bewegungen auch bei den Protesten im Iran super wichtig, was gerade auf Social Media dazu alles passiert. Denn dadurch wird darauf aufmerksam gemacht und Menschen kriegen eine Stimme. Besonders dann, wenn das Internet im Iran eingeschränkt wird. Die Aktivistin Mercedes Razei hat zum Beispiel gesagt, mein Privileg, das ich hier habe, die Sicherheit, die ich hier habe, die Rechte, die ich hier habe, möchte ich nutzen, um für meine Schwestern im Iran zu sprechen. Der Sänger Youngblood hat hier auf seinem Auftritt darüber gesprochen, warum es für ihn wichtig ist, laut zu werden. And every time something in the world happens like this, I ask myself if I'm gonna fucking talk about it or not. And I am not gonna stand here and question someone's religion, but I am gonna fucking fight for expression. I am gonna fight for freedom. And I am gonna fight for the women of fucking Iran right now. Und auch wenn es nicht per se um uns geht, geht es uns aber alle was an. Ich musste gerade so weinen wegen dem Video, was ich gepostet habe. Ihr könnt es das gar nicht vorstellen. Als Frauen hier in Deutschland, wie das sein muss. Ich finde es so schlimm und so krass, diese unfassbar mutigen Frauen zu sehen, wie die da jeden Tag dagegen ankämpfen. Einfach selbstbestimmt Kopftuch tragen zu dürfen oder eben auch nicht. Das, was wir aus dem Iran mitbekommen durch Social Media, sind halt wirklich Hilferufe an uns. Sowas geht mir so krass unter die Haut, dass ich mich frage, ey, verdammt, was kann ich jetzt tun? In der Süddeutschen wurde es beispielsweise so gesagt. Ich glaube, dass die Zukunft des digitalen Aktivismus davon abhängt, die Leute von einer Plattform auf die andere zu bringen, wo sie sich intensiver mit den Inhalten auseinandersetzen können und dann auf die Straße. Dieses Gemeinschaftsgefühl erleben zu wollen mit allem, was dazugehört, statt nur ein paar Posts zu teilen. Heißt, wirklich aktiv werden. Informieren ist mega wichtig. Aufklärungsarbeit zu leisten ist auch mega wichtig. Nur Aktivismus ist halt kein Trend. Und man muss nicht online sein, um aktiv zu sein. Aber trotzdem kommen halt immer wieder Fragen auf wie, bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich mich nicht öffentlich positioniere? Oder bin ich nicht sogar moralisch verpflichtet? Fühlt ihr diese Gedanken eigentlich auch? Das würde mich echt mal interessieren. Vor allen Dingen, wie geht ihr eigentlich damit um? Schreibt's in die Kommentare. Eine Studie aus Chile hat 2021 gezeigt, dass Menschen, die offline auch aktiv werden und auf Demos oder politische Versammlungen gehen, auch im Netz aktiv sind. Umgekehrt war das aber nicht der Fall. So nach dem Motto, warum sich mit dem Risiko von Verhaftungen, Polizeigewalt oder Folter herumschlagen, wenn man genauso laut im virtuellen Raum Kampagnen durchführen kann. Wobei ich mir da auch so denke, Aktivismus ist heutzutage ja nicht mehr nur dann erfolgreich, wenn man einem Wasserwerfer gegenübersteht. Ich meine, Excuse me? Wir haben 2022. Wir sehen auch Proteste, die sowohl online als auch offline stattfinden können und riesengroße Wellen geschlagen haben. Black Lives Matter, Fridays for Future, die MeToo-Bewegung oder eben auch jetzt der Protest im Iran. Social Media kann ein Werkzeug für Proteste sein. Deshalb ist es gut, wenn Aktivismus online stattfindet,
Noch besser ist es, wenn er dann offline weitergeführt wird. Denn für langfristige Veränderungen müssen höhere Ansprüche an die Regierung gestellt werden, wie es in diesem Artikel hier heißt. Jahrzehnte von Unterdrückung verschwinden nicht direkt nach einigen Protesten und Petitionen. Das funktioniert nur mit konsistenter und langfristiger Bemühung. Aber die krassen Proteste, wie Social Media darauf aufmerksam macht und auch die Petition, sind ein verdammt starker Start. Darauf muss dann halt aufgebaut werden. Denn nur etwas zu posten, um sich dabei besser zu fühlen, aber sich nicht wirklich mit dem Thema und dem eigentlichen Problem auseinanderzusetzen und etwas aktiv dagegen zu tun, das ist kein Aktivismus. Das Problem ist nur, es wird von vielen als solcher wahrgenommen. Also sowas wie Klatschen für Pflegekräfte während Corona. Es geht nicht darum, dass ich weine und dass ich denke, oh mein Gott, es ist so schlimm, schaut mal, ich weine, sondern es geht darum, Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren. Und das kann ich mehr machen, wenn ich in die Kamera gucke. Und es geht hier nicht um mich. Warum sollte es hier um mich gehen? Proteste mit den Worten Frauen, Leben, Freiheit hören und sehen wir nicht erst seit dem Tod von Jina Mahsa Amini. Besonders die Islamische Revolution 1979 war ein Wendepunkt im Kampf um die Selbstbestimmung der Frauen. Seitdem hatte die iranische Frau nicht die Rechte, die sie noch vor der Revolution hatte. Die Kleiderordnung und dass sie dazu gezwungen sind, den Hijab zu tragen, sind nur die sichtbaren Unterdrückungen der Frau. Sie sind, ich zitiere, Gefangene der Islamischen Republik. Als Mädchen kann man nicht einfach zur Schule gehen, wenn man keinen Hijab trägt. Die Schulen für Jungen und Mädchen sind strikt getrennt und Männer dürfen nicht in Mädchenschulen unterrichten. Wir Frauen dürfen im Iran nicht ohne die Zustimmung unserer Männer einen Reisepass beantragen. Wir dürfen nicht ohne die Erlaubnis unserer Väter heiraten. Alles Freiheiten, die für deutsche Frauen selbstverständlich sind, für uns iranische Frauen jedoch nicht. Wir Frauen haben überall auf der Welt den gleichen Sauerstoff um uns herum, aber nur ihr im Westen dürft ihn frei atmen. Seit über 40 Jahren kommt es zu immer regelmäßigeren Demonstrationen. Alleine 2021 gab es ca. 4000 Demonstrationen gegen die Regierung. Und in diesem Jahr gab es auch schon über 2000 Proteste. 2000! Nathalie Amiri, iranisch-deutsche Journalistin und internationale Korrespondentin der ARD, hat die Gründe für die vielen Proteste mal zusammengefasst. Sozioökonomische Gründe, Gehälter wurden nicht ausgezahlt, Wasserknappheit, Lebensmittelpreiserhöhung, Inflation von 50%, Korruption, Vetternwirtschaft, das waren alles verschiedene Gründe. Und jetzt ist durch den Tod von Mahsa Amini so das Fass zum Überlaufen gekommen. Die Frauen sind schon vor Jahren Hand in Hand gegangen, ohne Kopftücher durch die Straßen, am Singen, am Tanzen, mit dem Ziel, frei zu sein. Und das alles immer mit dem Gedanken, dass sie dafür umgebracht werden könnten. Denn all das ist ihnen verboten. Sie könnten dafür ausgepeitscht werden, ins Gefängnis kommen oder eben mit dem Leben bezahlen. Und trotzdem tun sie es immer wieder und wieder. Ey, also wirklich, wenn ich nur daran denke, bekomme ich einfach Gänsehaut. Es ist zu krass. Auf der Beerdigung von Jina Mahsa Amini haben sie auch ihre Hijabs mit erhobenem Kopf abgenommen. Aber es geht schon lange nicht mehr nur um das Kopftuch, sondern um das große Ganze. In den unterschiedlichsten Ländern kämpfen Frauen für ihre Rechte. Die einen kämpfen für das Recht, das Kopftuch nicht tragen zu müssen, die anderen für das Recht, es tragen zu dürfen. Und dabei kämpfen sie für das Gleiche, nämlich ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung. Aber was ist jetzt im Iran anders als bei den vorherigen Protesten? In Artikeln heißt es oft, dass die Menschen keine Angst mehr haben oder dass die größte Neuheit die führende Rolle der Frauen ist. Etwas, was man sich vor einigen Jahren noch nicht einmal vorstellen konnte. Aber auch die Unterstützung vieler Männer und Leuten aus dem konservativen Lager bei den Protesten der Frauen ist etwas, was Neues. Nathalie Amiri hat dazu Folgendes gesagt. Ich habe ja viele Jahre immer wieder Proteste im Iran beobachtet. Das war einmal die Studenten, dann war es die Mittelschicht, dann waren es die ganz Armen. Aber jetzt ist einfach jeder auf der Straße. Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft auf der Straße und die Wut über das System, über die Korruption, die Vetternwirtschaft, die Diskriminierung, all das, was sie jahrelang ertragen haben, stülpt diese Wut der Menschen so auf die Straße und spült sie auf die Straße, dass sie keine Angst mehr haben. Irans Präsident Raisi bezeichnet die demonstrierenden Frauen als Akte des Chaos. Viele stellen sich jetzt die Frage, ob das wohl das Ende der islamischen Regierung sein könnte. Aber natürlich ist es leider nicht ganz so einfach. In einem Artikel heißt es zwar, dass die Islamische Republik keine Alternative mehr hätte. Entweder erlaubt sie Reformen und sieht ihre Macht langsam schwinden, oder sie versucht, alles zu unterdrücken und dann wird ihr die Macht vielleicht plötzlich genommen. Im zweiten Fall hofft sie noch, das verhindern zu können. Denn die Regierung hat eine Menge Mittel zur Unterdrückung, die sie noch nicht vollständig ausgeschöpft hat. Und man spürt sie bereits. Und zwar mit am deutlichsten am Internet-Blackout.
Im Iran selbst haben gerade nur wenige Menschen die Möglichkeit, Nachrichten wie Videos oder Fotos zu empfangen oder zu verschicken. Die Regierung hat die Mobilfunknetze stark reduziert oder sogar ganz abgeschaltet. Sowas wie YouTube, Twitter und Facebook waren im Iran schon lange down. Jetzt folgen noch Instagram, WhatsApp und Signal. Und das, was bisher auf Facebook und Co. zu sehen war, ist teilweise wieder gelöscht worden. Es gibt Vorwürfe gegen Meta, sie würden die Posts in Zusammenarbeit mit der iranischen Regierung löschen. Meta streitet eine Zusammenarbeit mit der iranischen Regierung ab. Sie bestreiten aber nicht, dass Posts gelöscht werden, denn laut ihren eigenen Regeln sind Posts mit Gewaltaufrufen und Hassrede verboten. Und jetzt haben wir uns halt bei der Recherche gefragt, yo, was können wir jetzt tun? Also jeder einzelne von uns. Und sind dann im Netz auf Snowflake gestoßen. Ein paar wenige InfluencerInnen haben darüber schon aufgeklärt. Oder man sieht es mal in Kommentaren unter Posts zum Thema. Und ehrlich, dafür muss man kein krasses Informatikwissen haben, um da mitzuhelfen. Wir haben euch mal die Seite von Snowflake in die Infobox gepackt und Shannon hatte selbst während der Recherche die ganze Zeit den Browser offen. Und alleine da konnten wir laut der Seite 9 Betroffenen helfen, die Zensur zu umgehen. Nur wie? Das Ganze ist wie eine Erweiterung unseres eigenen Browsers. Also wenn ihr bei euch Snowflake aktiviert, dann können Menschen, zum Beispiel im Iran, durch euren Browser in einen sogenannten Tor-Browser kommen. Wir bauen den Menschen quasi eine Brücke ins Darknet. Und ja, das klingt erstmal für den einen oder anderen kriminell, weil wir nur Kriminelles damit verbinden. Aber das ist legal in Deutschland und für die Menschen dort die einzige Möglichkeit, sich ohne Beobachtung zu vernetzen. Also wir geben mit unseren jeweiligen Rechnern einen Zugang. Und das Geile dabei ist, wenn ganz viele Menschen mitmachen, gibt es irgendwann 1000 oder 10.000 IP-Adressen, die sich ja auch regelmäßig ändern, weil der Zugang ist nur so lange da, wie der PC oder das Handy auch an ist. Und diese ganzen IP-Adressen kann man so unmöglich alle erkennen, identifizieren oder blockieren. Und ihr könnt Snowflake auch jederzeit wieder deaktivieren. Die iranische Gesellschaft ist auf sich allein gestellt und hofft auf unsere Solidarität. Nicht nur von uns, sondern auch von der Politik. Und ja, selbst heute schon, dann, wenn dieses Video online geht, kann es sein, dass die Nachrichten schon wieder mehr über etwas anderes berichten, als das, was im Iran abgeht. Denn es ist alles super schnelllebig, wie wir wissen. Und das ist auch bei Trends so. Wenn ein Hashtag oder ein Aktivismus zum Trend wird, dann flacht er genauso schnell ab, wie er gekommen ist. Ich meine, wir können euch nicht sagen, was ihr zu tun oder zu lassen habt, aber diese Snowflake, ne? Mindestens die kann man echt ohne großen Aufwand einfach parallel im Browser aktiviert haben. Wo Aktivismus anfängt und wo er aufhört, ist schwierig zu definieren. Und ich will auch ganz vorsichtig damit sein, die aktivistische Arbeit anderer zu verurteilen, nur weil man selbst vielleicht eine andere Vorstellung davon hat, wie die auszusehen hat. Aber solange jeder irgendwie mit Herz versucht, seine Stimme zu nutzen, egal wie klein, kann man meiner Meinung nach etwas verändern. Und besonders im Iran, wo das Internet gerade so eingeschränkt wird, um die Verbrechen zu verstecken, wie es in dieser Insta-Caption von der Schauspielerin und Moderatorin Suri Abbasi hier heißt, ist es umso wichtiger, den Scheinwerfer draufzuhalten. Und es gibt viele Wege, aktiv zu werden und jeder zählt. Social Media kann zum Beispiel als Werkzeug für Online-Aktivismus benutzt werden, um auf den Offline-Aktivismus aufmerksam zu machen. Und egal, ob man online oder offline aktiver ist, jeder noch so kleine Schritt ist ein Anfang. Zum Beispiel das Thema Klimawandel. Es wurde super viel dazu gepostet mit Hashtag Fridays for Future, war es erst ein Trend und ist aber darüber hinausgewachsen. Vielen ist deswegen mittlerweile bewusst, dass es ein ernsthaftes Problem darstellt und bis heute gibt es immer wieder Beiträge dazu. Bei anderen Themen ist das nicht der Fall. Wenn das, was da online passiert, in den Offline-Bereich überschwenkt und in die Köpfe der Leute kommt, ist ein großes Ziel erreicht. Hier kommt ihr zum Video, wo Valeria über Memes zum Krieg spricht und hier geht es um Klimakriminelle. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Die Glocke und der Abo-Button rufen euch. Wir freuen uns, wenn ihr wieder hier seid nächste Woche. Guten Abend und gute Nacht.